Sparbuch als Renditegrab und mit welchen Alternativen können Sie wirklich Geldsicherheit bei Ihrer Geldanlage umsetzen? Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie zur heutigen Tippausgabe von Faszination Freiheit, heute aus Amsterdam. Und wir haben ein sehr spannendes Thema und wir räumen heute einmal mit zwei Mythen auf, die auf den Banken, Versicherung und Politik immer eingetrichtert bekommen. Ein ganz wichtiges Thema: Geldsicherheit. Dass das Sparbuch out ist und keine wirkliche Alternative, um finanzielle Freiheit aufzubauen, das wissen wir inzwischen. Aber wie können wir es wirklich umsetzen? Wie können wir also wirklich Geldsicherheit in der Praxis verwirklichen? Und hier ganz wichtiger Mythos, mit dem wir gleich aufräumen, und zwar Mythos Nummer 1, und zwar, dass es keine sichere Geldanlage gibt. Klingt erstmal komisch, ist aber so. Und ich sage Ihnen gleich, was ich damit meine. Nehmen wir selbst mal das Sparbuch, welches eigentlich als Inbegriff der sicheren Geldanlage gilt. Dort haben auch im letzten Jahrhundert beispielsweise die deutschen Sparer verheerende Verluste dreimal erfahren mit Währungsreform oder mit ganz großen Inflationen und waren teilweise ihr fast komplettes Geldguthaben dann wieder los. Und das muss man verstehen, dass Geldanlagen bestimmte Zyklen durchlaufen. Wenn man in bestimmten Zeiten Aktien kauft, dann können diese sehr, sehr gut laufen. Dann sagt man, ja, hervorragend, Aktien sind eine ganz tolle Geldanlage. Wenn beispielsweise um das Jahr 2000 viele Geldanleger ein paar Jahre später richtig Geld verloren haben und dann eher geflucht haben auf die Aktien, als dass sie diese als gute Geldanlage angesehen hätten. Und da kommt es eben sehr, sehr stark auf den Zeitpunkt drauf an. Bei Edelmetall in Krisenzeiten sehr, sehr gute Geldanlagen erfahrungsgemäß. In manchen Zeiten, teilweise Jahrzehnte, waren es schlechte Geldanlagen. Und so ist es mehr oder weniger bei allen Geldanlagen. Auch bei Immobilien können sein, dass diese in bestimmten Szenarien keine guten und sinnvollen Geldanlagen sind. Auch Thema Zwangshypotheken, Enteignungen, auch sowas kann durchaus in diesen Bereiche kommen. Also es hängt sehr stark von den Zyklen ab, wann man in welche Geldanlagen investiert. Und wenn man nur in eine Geldanlage hineingeht, kann man keine wirkliche Sicherheit umsetzen. So, die Frage ist jetzt, wie können wir ganz konkret Sicherheit umsetzen bei der Geldanlage? Und das ist ein Prinzip, da kennen Sie alle den Begriff, aber die meisten setzen es falsch um, und das ist Streuung. Und was ist eine wirkliche Streuung? Und da sind die meisten Menschen überfragt. Und viele Menschen, als Mythos Nummer 2, glauben beispielsweise, sie haben jetzt hier einen Bausparvertrag, sie haben hier noch 3 Lebensversicherungen und dann nochmal 2 Bankguthaben, dass sie eine wirkliche Streuung haben. Dann vielleicht noch irgendwo ein paar Aktien, die noch irgendwo rumliegen. Und glaubt man, dass sie damit eine sinnvoll gestreute, sichere Geldanlage haben. Aber letztendlich in dieser Konstellation beispielsweise sind sie nur in einem Bereich drin, im Bereich Geldwerte. Und so wie der Euro ja geschaffen wurde, kann er auch jederzeit wieder sozusagen entschaffen werden durch Inflation, Währungsreform und sowas, was wir bei Papierwährungen im Schnitt so alle 2 Generationen sehen, was uns aber Banken, Versicherungen, Politik nicht mitteilen, weil die eben genau davon profitieren, denn bei solchen Währungsschnitts, Inflation gibt es dann nämlich auch immer andere Seiten Gewinner. Und Banken, Versicherungen sind eben nicht unsere Freunde. Das muss man immer verstehen. Die haben die Gegenposition zu normalen Bürgern, zu uns inne. Und deswegen sollte man gerade mal sehr skeptisch sein von deren Empfehlungen und da immer ein bisschen aufpassen. So, wie kann man jetzt richtig streuen, ist natürlich jetzt die große Frage. Und zwar, indem wir ganz einfach reingehen. Wir gehen in Unternehmensbeteiligung, wir gehen in Edelmetalle, wir gehen in Immobilien, wir gehen auch in Geldwerte etwas hinein. Wir gehen beispielsweise auch in Diamanten oder in Kunst hinein. Das sind auch Möglichkeiten, wo viele gar nicht denken. In Fremdwährungen, das heißt Währungen außerhalb des Eurosystems. Der Euro, nach ein paar Jahren, so lange haben wir den ja noch nicht, und inzwischen die Hälfte der Euro-Staaten im Prinzip pleite. Das ist nicht wirklich gesund, was hier passiert, und das sollte man dann einfach auch skeptisch sehen. Und dass wir hier die letzten Jahre vielleicht nicht immer auf die Zukunft fortschreiben können und dass es hier dann auch wieder zu größeren Verlusten kommen kann. Agrikultur kann man auch beispielsweise investieren, Ackerflächen. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten und dadurch kann man wirkliche Sicherheit und Streuung umsetzen. Und das muss man verstehen. Und wenn Sie hier tiefer eintauchen wollen, wir haben hier Premium-Kursprogramme, wo wir auf diesen verschiedenen Bereichen sehr sorgfältig ausgewählte Anbieter dort aufzeigen, Geldanlagen, die ich selber nutze. Also klicken Sie dann gerne unterhalb von dem Video, schauen Sie sich das näher an, wenn das im Moment genau Ihr Thema ist. Und hier würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche auch bei dem Finanziell Frei-Kongress sehen. Da bin ich einer der Speaker dort mit dabei. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit, auch in solche Themen hineinzugehen und wie wir
mit funktionierenden Strategien zu mehr finanzieller Freiheit kommen. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ebenfalls unterhalb von dem Video klicken, dort eintragen und dann haben wir in unserem Vortrag hier ein bisschen mehr Zeit. Ansonsten teilen, liken Sie gerne dieses Video, dass noch viel mehr Menschen davon erfahren. Denn viele Menschen glauben noch diesen Mythen von Banken, Versicherungen und Politik. Und es ist wichtig, dass wir in unserer Community hier Aufklärungsarbeit leisten. Ansonsten YouTube-Kanal abonnieren. Wir sehen uns nächsten Freitag zur nächsten Ausgabe von Faszination Freiheit wieder. Ich freue mich auf Sie. Leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Bis dahin, herzlichst Ihr Thorsten Wittmann.